Kannst du dich noch an deinen ersten Schultag erinnern? Ich schon. Endlich war ich alt genug, um lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Vor allen Dingen aber freute ich mich auf meine große, geheimnisvolle Schultüte. In diesem Video erfährst du nicht nur einiges über diesen typisch deutschen Brauch, sondern wir werden auch gemeinsam eine Schultüte packen und im Anschluss Grammatik lernen. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's. Der Brauch, dass Kindern am ersten Schultag eine Schultüte geschenkt wird, ist erstmals in der Autobiografie von Karl Gottlieb Bretschneider belegt. Bretschneider wurde im Jahr 1781 oder 82 in der Nähe von Hohenstein-Ernsthal in Sachsen eingeschult. Das ist ungefähr dort, wo der schwarze Punkt auf der Karte ist. Der Autor schreibt, dass er an seinem ersten Schultag von seinem Lehrer eine Schultüte erhielt. Alle weiteren Quellen aus den Folgejahren stammen ausschließlich aus Sachsen oder Thüringen. Wissenschaftler sind sich deshalb sehr sicher, dass der Geburtsort der Schultüte, die auch Zuckertüte oder Ostertüte hieß, in Sachsen oder Thüringen liegt. Die Quellen berichten davon, dass Eltern zunächst dem Lehrer die Schultüte übergaben, der sie dann an einem Baum aufhing und die Kinder sie vom Baum holen mussten. Warum ist allerdings umstritten. Der Brauch, Kindern am ersten Schultag eine Schultüte zu schenken, blieb für sehr lange Zeit ein regionaler. Er verbreitete sich zunächst in Böhmen und Schlesien weiter, wie du an dem roten Pfeil auf der Karte sehr gut sehen kannst. Nach meiner persönlichen Einschätzung wurde aus dem regionalen Brauch ab dem Jahr 1900 ein überregionaler, der sich veränderte. In meiner Heimat Westfalen zum Beispiel ist die Schultüte erst ab dem Jahr 1930 belegt. Vorher bekamen die Kinder, wenn sie überhaupt zur Schule gehen konnten oder ein Geschenk erhielten, nur einen Apfel, ein Zuckerbrötchen oder beispielsweise eine Tasse geschenkt, die aber ein Leben lang halten sollte. Verändert hat sich der Brauch dahingehend, dass jetzt Eltern oder Taufpaten und nicht mehr der Lehrer den Kindern die Schultüte überreichten. Der beschriebene Inhalt lässt mich persönlich darauf schließen, dass der Brauch zunächst in wohlhabenden Familien gelebt wurde. Heute erhält fast jedes Kind in Deutschland am Vorabend oder Morgen des ersten Schultages von seinen Eltern oder vereinzelt Taufpaten eine Schultüte. Diese ist entweder selbst gebastelt, manchmal sogar von den Kindern persönlich oder gekauft. Mit ihr erleben die Kinder den ersten Schultag. Geöffnet werden darf die Schultüte aber erst danach. Noch heute, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, gibt es aber immer noch Unterschiede zwischen Ost und West. In den 5 neuen Bundesländern wird der erste Schultag traditionell aufwendiger gefeiert als in den 5 alten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich mit der ganzen Familie meinen ersten Schultag gefeiert habe und fast in Süßigkeiten und Spielzeug ertrank. Bevor wir gemeinsam unsere Schultüte packen, eine persönliche Anmerkung meinerseits. Ich habe gekauft, was ich von Herzen selbst gern verschenken würde und kann dadurch die Sorgen vieler Eltern im Kampf um die größte, bunteste und schwerste Schultüte am ersten Schultag viel besser verstehen. Einem Kind eine Freude zu machen, kann heute sehr teuer sein. Sehen wir uns doch aber den Inhalt unserer Schultüte näher an. Egal ob Schokoladenbonbons, Drops, Karamellbonbons, Lollis oder jede Menge Tafeln Schokolade. Süßigkeiten sind bis heute der wichtigste Bestandteil einer Schultüte geblieben. Vielleicht findet sich auch ein Buch oder ein neuer Freund in der Schultüte, weil man die alten im Kindergarten ja verlassen musste. Obligatorisch ist
die Federmappe und der Malkasten. Ich habe mich persönlich noch für den Kauf eines Lego und Playmobil-Spielzeugs entschieden, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass dies auch in meiner Schultüte war. Und in meiner Schultüte befand sich auch ein Matchbox-Auto. Diese waren damals Kult. Ganz wichtig ist auch die Schultüte selbst. In meinem Fall habe ich mich für Motive aus den Transformer-Filmen entschieden. Unsere Schultüte ist gepackt und wird verschenkt. Das war also der kleine Ausflug in die Geschichte der Schultüte oder Zuckertüte. Wenn du gerade Deutsch lernst, folgt noch eine kleine Grammatiklektion. Ansonsten sage ich dir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, dein Ben. Wenn ich sage, dass die Schultüte erstmals in einer Autobiografie von Karl Gottlieb Bretschneider belegt ist, dann drücke ich damit aus, dass sie zum ersten Mal bewiesen oder dokumentiert ist. Das Verb belegen kann aber auch bedeuten, dass ich zum Beispiel einen Deutschkurs besuche, dass ich eine Scheibe Käse auf eine Scheibe Brot lege oder aber den ersten Platz in einem Wettbewerb belege. Denke bei der Phrase zum ersten Mal daran, dass zu eine Präposition und dem der sächliche Artikel im Dativ ist, welches zu dem Wort zum verschmilzt. Du musst mal also groß schreiben. Ausschließlich ist ein schönes Synonym für nur. Die Schultüte ist also nur in Thüringen und Sachsen belegt. Nach meiner persönlichen Einschätzung ist eine Phrase, die du dann benötigst, wenn du zum Beispiel deine Meinung vertreten willst. Ich verwende sie immer dann, wenn ich Informationen habe und meine Meinung begründen kann. Verändert sich eine Tradition dahingehend, bedeutet es in diese Richtung. Ein Synonym, welches du für das Wort dahingehend verwenden kannst, ist der Ausdruck insofern. Bitte denke daran, dass Duden im Moment 2 Schreibweisen zulässt. Das Verb überreichen verwendest du immer dann, wenn du etwas öffentlich sichtbar oder in einem offiziellen Rahmen gibst oder übergibst. Wohlhabende Eltern sind reiche Eltern. Wenn du in den Urlaub fährst, ist es sicher, dass du etwas erlebst. Das bedeutet, dass du aktiv an etwas teilnimmst. Eine aufwendige Feier bedeutet, dass eine Feier mit viel Mühe und viel Energie vorbereitet und durchgeführt wird. Ist etwas obligatorisch, dann musst du es machen und es gibt keine Ausnahme. Das Gegenteil ist fakultativ. Beide Adjektive kommen aus dem Lateinischen. Wenn du heute über Deutschland im Zusammenhang mit dem Gebiet der ehemaligen DDR oder dem Gebiet der ehemaligen BRD sprechen möchtest, dann darfst du die Begriffe Ost und West, die 5 neuen und alten Bundesländer oder Ostdeutschland und Westdeutschland verwenden. Du solltest es allerdings unbedingt vermeiden, die Menschen in Ostdeutschland,
Ossi und Westdeutschland Wessi zu nennen. Das ist ein Schimpfwort. Der Begriff Zuckertüte wird daher vorwiegend in Ostdeutschland und der Begriff Schultüte vorwiegend in Westdeutschland verwendet. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ben.